Es war wieder mal an der Zeit, meine Hot Foil Pressmaschine herauszuholen und damit machen wir heute diese beiden Karten mit dem Spellbinders Glimmered Botanicals Set. Mein Name ist Julia und ich bin begeisterte Kartenmacherin und Papierbastlerin aus Österreich. Willkommen auf meinem Kanal Julis Kreativschatzkiste. Spellbinders Glimmered Botanicals enthält einerseits Hot Foil Plates, also Heißfolienplatten, und andererseits auch Stanzen. Kombiniert ergeben die beiden dann wunderschöne Blumen, die wir heute für unsere Karten verwenden. Für das Sentiment, also die Botschaft unserer Grußkarten, verwende ich heute die Essential Glimmer Sentiments, ebenfalls von Spellbinders. Ich zeige euch zuerst einmal die Teile, die wir heute verwenden. Es gibt einerseits die Stanzen auf der linken Seite und andererseits die Hot Foil Plates auf der rechten Seite. Durch ein Übereinanderschichten der einzelnen Teile mit Hot Foil oder aus Papier ergeben sich wunderschöne dimensionale Blumen. Ich habe meine Gemini Foil Press schon herausgeholt und aufgewärmt. Ich verteile jetzt zuerst meine Heißfolienplatten und achte dabei darauf, dass ich genügend Abstand zwischen den einzelnen Teilen habe, damit auch meine Stanzformen beim Ausstanzen dann genug Platz haben. Ich verwende hier We Are Memory Keepers wärmeaktivierte Folienblätter in der Farbe Silver Swan. Diese sind eigentlich nicht für die Foil Press Maschinen gedacht, funktionieren aber trotzdem sehr, sehr gut bei mir. Man muss nur die Heißfolienplatten etwas länger erhitzen. So, zuerst die Folie mit der schönen Seite nach unten, dann mein Papier. Ich verwende hier ein Aquarellpapier. Dann gebe ich ein Stück Papierrest dazwischen, damit ich keine Folienabdrücke auf meine Platte bekomme. Das habe ich aus Erfahrung gelernt, denn einige Glitzerabdrücke hat meine Platte schon abbekommen. Danach kommt noch eine Platte auf die Gemini Foil Press. Ich habe in diesem Fall die Erweiterungsplatte, da ich eine große Gemini Maschine habe und die kleine nicht funktionieren würde, die mit der Foil Press geliefert worden ist. Ich habe meinen Timer auf 45 Sekunden gestellt, da ich hier gute Ergebnisse mit dieser Folie erzielt habe. Sobald ich Start gedrückt habe, beginnt der Countdown und die Heißfolienplatten werden erwärmt. Wenn der Timer auf 0 ist, piepst die Maschine und ich nehme das ganze Paket und schicke es durch meine Stanzmaschine, meine Gemini. Durch den Druck verbindet sich die Folie nun mit dem Papier. Wenn das erledigt ist, können die einzelnen Abdeckungen entfernt werden. Es ist jedes Mal wieder spannend, wenn man die Folie abzieht, ob das Hot Foiling geklappt hat oder nicht. In diesem Fall ist es gut gegangen, hurra! Ich habe diesen Vorgang mit den Blumen noch ein paar Mal wiederholt, da ich ja mehrere Blumen für meine Karte benötige. Jetzt ist es Zeit für die Sentiments. Ich möchte auch diese mit Hot Foil machen und verwende die Essential Glimmer Sentiments von Spellbinders. Da ich schon dabei bin, mache ich gleich alle in diesem Paket enthaltenen Sentiments. Die ich heute nicht verwende, kann ich sicher ein anderes Mal gut brauchen. Der Vorgang ist derselbe. Ich lege meine Heißfolienplatten schön mit gutem Abstand auf die Foil Press auf. Vom vorigen Set habe ich übrigens noch die Heißfolienplatte für das Blatt ebenfalls auf der Foil Press liegen lassen, da ich etwas mehr Blätter für meine Karten brauche. Wenn das arrangiert ist, lege ich wieder meine Schichten auf meine Foil Press, starte meinen Timer, schicke das Ganze durch meine Stanzmaschine, wenn der Timer abgelaufen ist und habe dann, tada, meine Sentiments ebenfalls gefoilt. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, dass man die negative Folie ebenfalls für Hot Foiling verwenden kann. Dafür legt man die Folie direkt mit der schönen Seite nach unten auf die Foil Press. Die Sandwich-Zusammensetzung ist in diesem Fall etwas anders. Es kommt zuerst das Papier auf die Folie drauf, aber da ja die Heißfolienplatte fehlt, muss das durch irgendwas ausgeglichen werden. Ich nehme hier die Metallplatte, die mit der Foil Press gekommen ist, die eigentlich für Ausstanzen geeignet wäre. Die lege ich auf das Papier drauf und dann erst die Platte. Somit habe ich eine Schicht mehr und der Druck in der Stanzmaschine stimmt damit wieder. Zweitens muss man beachten, dass die Erhitzungszeit deutlich höher eingestellt werden muss, da die Hitze der Heißfolienplatte fehlt. Ich habe hier gute Erfahrungen mit 1,5 bis 1,75 Minuten gemacht. Wenn der Timer abgelaufen ist, ist der Vorgang derselbe. Man schickt das ganze Paket durch die Stanzmaschine und tada, schaut, was herauskommt. In diesem Fall seht ihr am Rand noch ein paar weiße Stellen. Ich hätte wahrscheinlich die Hitzedauer noch etwas erhöhen können. Aber im Grunde genommen, die Sentiments selber sind schön und können ausgeschnitten werden, so wie sie einem passen und man kann sie gut verwenden. Hier seht ihr jetzt noch einmal ein paar Ergebnisse unseres Hot Foilings. Ich habe noch ein paar mehr gemacht, wie ihr später merken werdet. Im nächsten Schritt nehme ich jetzt die Stanzen her, nämlich die größeren Stanzen, die diese Grundformen der Blumen ausschneiden und versuche die richtig anzulegen. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht sicher, ob es bei der großen Blume eine richtige Position gibt. Ich glaube, es ist relativ egal, solange alles mit dem Hot Foiling von der Stanzform abgedeckt wird.
Ich habe mich dann entschieden, die Stanze an diesem wellenförmigen Blatt links unten auszurichten, denn dann ist sich alles schön ausgegangen. Bei der seitlichen Blume ist es leichter, hier kann man die oberen und die unteren Linien schön zum Ausrichten verwenden. Und dann geht es das erste Mal ab durch die Stanzmaschine. Eins ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, diese beiden ganz kleinen blumenförmigen Hot Foil Platten sind das Blumeninnere der großen und der seitlichen Blume. Die kleinere der beiden hat zwei Stanzformen dazu. Sie kann entweder rund ausgestanzt werden und damit als Blumeninneres für die große runde Blume verwendet werden, oder es gibt auch eine Stanze, die eine seitliche Ansicht ausstanzt. Hier wird einfach ein Teil des Hot Foilings weggestanzt. Dann kann sie als Blumeninneres für die seitliche Blume verwendet werden. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass sie als eigenständige Blume so auf die Karte geklebt werden kann. Auch für das Blatt gibt es eine Besonderheit. Da gibt es nämlich ebenfalls zwei Stanzen. Eine Stanze stanzt ein größeres Blatt aus mit dem ganzen Hot Foiling. Eine andere Stanze stanzt ein kleineres Blatt aus. Hier wird auch wieder der untere Teil des Blattes vom Hot Foiling einfach weggeschnitten. Im Bild seht ihr beide Möglichkeiten. Was ich dann zum Abschluss noch gemacht habe, ist, mir die großen Stanzformen aus weißem Papier noch einmal ausgestanzt. Denn diese möchte ich dann verwenden, um meine echten Blumen zu verstärken und ihnen auf der Karte Dimension zu verleihen. Außerdem habe ich natürlich jetzt noch aus weißem Papier die Innenteile der Blumen ausgestanzt. Das sind diese ausgefransteren Stanzformen hier unten. Damit sind die Stanzarbeiten für die Karte mal abgeschlossen. Hier seht ihr alle Teile, die ich jetzt ausgestanzt habe. Im nächsten Schritt brauchen die Blumen ein bisschen Farbe. Ich habe mir mal die Teile weggeräumt, die ich nur als Verstärker gedacht habe, denn diese muss ich ja nicht einfärben. Für die anderen plane ich, sie mit Hilfe von Distress Oxides in einem Aquarell-Look zu bemalen. Für die größeren Blumenteile, die die untere Schicht darstellen, möchte ich dunklere Farben verwenden. Hier nehme ich Mermaid Lagoon, Weathered Wood und Faded Jeans. Ich mache mir mit allen drei Distress Oxides einen Fleck auf dieses Backpapier und spritze das Ganze mit Wasser auf. Dann nehme ich mir die Blumenstücke, die ich färben will, und ziehe sie einfach durch diese Flecken durch. Und zwar so, dass ich von jeder Farbe ein bisschen was erwische. Dann lege ich die Blumen zum Trocknen hin. Für die helleren Blumeninnenteile wiederhole ich das Ganze, aber mit helleren Farben, nämlich Distress Oxide Salvaged Patina und Speckled Eggs. Für die Blätter nehme ich dieselbe Technik, diesmal mit den Distress Oxides Bundled Sage und Iced Spruce. Da mir das Ganze zu dunkel war und der Kontrast zu den Blüten gefehlt hat, habe ich noch Twisted Citron ergänzt. Soweit so gut. Ich wollte dann noch ein bisschen Glitzer in die Innenteile bringen und habe meine metallischen Wasserfarben herausgeholt. Mit einem Wasserpinsel habe ich dann ein paar Tropfen von diesem schönen Blau auf die Innenteile getropft. Da die Teile noch nass waren, ist diese Wasserfarbe auch schön verronnen. Ich habe dann die ganzen Teile ein bisschen liegen lassen, damit die Farbe von selbst trocknen kann, denn ich finde, das erzielt so einen schönen Effekt. Um dann sicherzustellen, dass wirklich alles trocken ist, habe ich doch mein Heat Tool herausgeholt und noch einen letzten Trocknungsvorgang durchgeführt sozusagen. Die Reste von der Farbe auf dem Hot Foiling habe ich einfach mit einem feuchten Tuch weggewischt, damit das wieder schön glitzert und glänzt. Als nächstes arbeite ich an meinem Hintergrund. Ich will dafür dieselbe Technik verwenden, nur natürlich andere Farben. Ich verwende hier die Distress Oxides Wild Honey, Antique Linen, Carved Pumpkin und Rusty Hinge. Ich beginne zuerst mit den zwei helleren Farben und mache mir Flecken auf meinem Backpapier aus Wild Honey und Antique Linen. Im nächsten Schritt kommen die dunkleren Farben dann dran. Bei der Technik mache ich einen Unterschied. Zuerst habe ich das Papier einfach durch die Farben durchgezogen, um großflächig Farbe aufzutragen. Am Schluss schaue ich eher darauf, dass ich nur so kurz auftupfe und damit Flecken und ein schönes Muster in mein Papier bekomme. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Nach dem Trocknen mit dem Heat Tool ist die Farbe etwas aufgehellt. Damit war mir etwas zu wenig Kontrast in dem einen der beiden Papiere.
Ich habe mich daher entschlossen, noch einmal ein paar dunklere Flecken mit Rusty Hinge auf das Papier zu bringen, um wieder mehr Muster hineinzubekommen. Im nächsten Schritt habe ich diese Piercing Die, also diese Hintergrundstanze von Concord Ninth verwendet. Die heißt Quilted Card Front. Und damit habe ich ein Muster in meine beiden selbstgemachten Hintergründe gezaubert. Ach, ich bin ganz begeistert. Da ich noch eine Mattierungsebene auf der Karte haben möchte, habe ich meine Metric Stitched Rectangle Dies von Heavy Doodle wieder herausgeholt und habe mir das größte und das zweitgrößte Rechteck herausgesucht. Das größte Rechteck verwende ich später für meine Mattierungsschicht in Blau und das zweitgrößte verwende ich hier, um mir meine Hintergründe richtig zuzuschneiden. Ich habe mir ein einfaches blaues Papier herausgesucht, das farblich zu meinen Blüten passt. Das habe ich mir auf 2 A6 Stücke zugeschnitten, denn das ist genau die Größe der Stanze. Das heißt, ich werde beim Ausschneiden nicht die Form zuschneiden, sondern ich werde mir nur diese gestickten Details der Stanze in mein Papier eindrücken. Und so schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Mir gefällt's. Jetzt wird es Zeit, die einzelnen Schichten der Blumen zusammenzubauen. Das hat etwas gedauert, daher gibt es jetzt Schnellvorlauf mit Musik. So, das wäre erledigt. Falls es zu schnell gegangen ist, für die Blumenmitten habe ich ein flaches Foam-Tape verwendet, damit diese sich ein bisschen von den Blumenuntergründen abheben. Mir waren die Blumenmitten aber immer noch etwas zu gleichfarbig mit den anderen Blumen, daher habe ich mir eine dunklere Tinte geholt, in diesem Fall Distress Ink Uncharted Mariner, und habe damit noch die Blumenmitte der größeren Blumen etwas dunkler eingefärbt. Hier seht ihr noch, wie ich die Blumenmitte der seitlichen Blumen ebenfalls mit Foam-Tape befestige. So, jetzt ist es Zeit, die Blumen mit den ausgestanzten Papierresten, also diesen übrigen weißen Stanzformen, zu verstärken. Ich klebe hinten auf jede große Blume eine weiße Blume extra drauf, damit diese auf der Karte schöne Dimensionen haben und aber auch schön halten. Wenn das alles getrocknet ist, ist es Zeit, die Blumen auf meinen Karten so zu arrangieren, wie ich sie dann später aufkleben will. Ich werde auf der einen Karte eher ein mittiges Motiv haben und auf der anderen werde ich das Ganze zweiteilen und eins oben und eins unten haben. So wie ich mir das aufgelegt habe, habe ich es dann auch aufgeklebt auf mein Kartenpanel. Leider hat die Kamera da nicht mitgefilmt. Ich habe die Blumen im Hintergrund, die seitlichen Blumen, direkt mit Kleber auf das Kartenpanel aufgeklebt und die Blumen im Vordergrund, die größeren, habe ich mit Foam Tape fixiert, damit hier ein bisschen Dimension in die Karte hineinkommt. Jetzt wird es Zeit, sich Gedanken um die Grußbotschaft der Karte zu machen. Ich habe hier das Hot-Foiling-Ergebnis von vorher und muss mich nun entscheiden, welches Sentiment ich verwenden werde. Zuerst schneide ich mit meiner Mini-Guillotine alles in Streifen, damit ich das dann leichter ausstanzen kann. Ich habe mich jetzt für dieses Just a Note Sentiment entschieden. Dafür habe ich eine passende Stanze und ich werde es mir ausstanzen. Ich werde mir außerdem die gleiche Stanzform aus einem Stück Papier nochmals ausstanzen, damit ich das Sentiment damit wieder verstärken kann. Als zweites habe ich mich für dieses Thank You Sentiment entschieden. Ich habe leider keine Stanzen, die passend für dieses Sentiment sind, daher werde ich mit Partial Die Cutting arbeiten. Das heißt, ich werde zuerst die eine Hälfte des Sentiments mit der Stanze ausschneiden und dann die Stanzform verschieben und dann erst den zweiten Teil durch die Stanzmaschine schicken. Hier fixiere ich mir mal die Vorderseite der Stanzform, wie ich sie ausstanzen möchte.
Ich achte darauf, dass die Platzierung gut passt und fixiere mir das Ganze. Wenn ich das dann auf meine Platten für meine Sizzix Sidekick lege, achte ich darauf, dass das rechte Ende der Stanze über die Platten übersteht, damit hier kein Druck ausgeübt wird und die Stanzform dort nicht schneidet. Wenn ich den Teil ausgeschnitten habe, schiebe ich meine Stanze etwas weiter nach rechts, so dass das Ende des Sentiments genau passt. Ich achte auch darauf, dass die Stanze auch waagrecht richtig liegt, damit die Linien schön gerade sind und hier möglichst auch keine Musteränderung in dem gestickten Detail zu sehen ist. Wenn ich das Ganze jetzt auf die Platten meiner Stanzmaschine lege, achte ich darauf, dass möglichst wenig doppelt geschnitten wird. Ich achte also darauf, wo bereits die Stanze beim ersten Mal geschnitten hat und lege diese Schnittlinie möglichst weit links auf die Platte der Stanzmaschine, damit eben dieser Doppelschnitt verhindert wird. Und so schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Ist ganz gut geworden, finde ich. Die Sentiments habe ich dann auf meiner Karte platziert, so wie ich sie gerne haben möchte. Aber bevor ich diese aufklebe, nehme ich mir meine Blankokarten in der Cremefarbe, wie ich sie gerne habe, falte diese und klebe meine Kartenpaneele und Mattierungsschicht einmal da drauf. Ich verwende diesmal einen Tape Roller, da ich verhindern will, dass sich das Papier wölbt durch den feuchten Kleber. Dann fixiere ich noch die Sentiments. Wie gesagt, bei dem Just a Note habe ich ja 2 Schichten Papier übereinander, sodass hier gewisse Dimension schon da ist, deswegen verwende ich Kleber. Für das Thank You habe ich ja Partial Die Cutting verwendet, das heißt, ich habe keine passende Stanzform aus einem Papierstück. Hier verwende ich einfach Foam Tape, um die Dimension zu erhalten, die ich will. Bei der Platzierung achte ich darauf, dass das Sentiment ein bisschen über das gelbe Kartenpanel hinaussteht, um auch hier wieder ein gewisses Interesse zu erzeugen. Ich liebe es, wie diese Karte glitzert, wenn man sie im Licht hin und her bewegt, sowohl auf dem Sentiment als auch auf den Blumen. Einen überstehenden Teil der Blankokarte habe ich noch schnell weggeschnitten, damit man den weißen Streifen nicht sieht. Und dann ist unsere Karte für heute auch fertig. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder ein Like da lasst oder sogar meinen Kanal abonniert, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao!